Ja, jetzt fahren wir heute in einem Porsche 911T. Das erste, was mir auffällt, ist, der Tacho geht nicht. Was? Geht nicht. Ah, geht doch. Super. Ja, das Interessante an unserem Porsche 911T ist Folgendes. Der Wagen befindet sich in einem absoluten Originalzustand. Ich bin noch nie in meinen Jahren, ich habe zwar viele 911er verkauft, aber in einem 911er aus dem Baujahr 1971, der vollkommen original ist, bin ich noch nie gefahren. So, da bin ich jetzt echt gespannt drauf, wie sich der fährt. Also was sich schon mal toll darstellt, ist dieses wunderschöne originale Armaturenbrett mit den ganz originalen Armaturen. Was kaputt gegangen war, war der Tachometer, der ist ersetzt worden. Wir haben schriftlich von dem Eigentümer, dass der Wagen original 80.000 Kilometer gelaufen hat. Er hat auch noch dieses schöne originale Lenkrad aus der Zeit. Hupe geht wunderbar. Und das gesamte Armaturenbrett, wenn ihr euch das mal anguckt, ist en Detail vollkommen original. Also normalerweise sind die Autos ja benutzt worden, sehr viel, dann nicht mehr in so einem perfekten Zustand. Und dann wird das erneuert, dann wird das restauriert. Ich meine, gut, das kann man machen, aber restauriert ist immer restauriert und nicht jeder kann das perfekt. Aber der Wagen hier, der ist vollkommen original. Das bedeutet Folgendes. Das Auto hat erstmal Erstlack und zwar durchweg. Der hat vorne ganz kleine Steinschläge auf der Haube. Nicht mal das hat man lackiert, auch das ist Originallack. Und ich sag mal glücklicherweise, das Auto, der erste Besitz war eine Dame, eine Italienerin. Und die hat an dem Auto nichts machen lassen, die ist nur sehr wenig gefahren. Und der Wagen war damals dann sogar schon im Porsche Club in Italien. Er rauscht ja schon los, wie man von Porsche das gewöhnt ist. Oh, er fährt klasse. Was er nicht ganz hat, er hat nicht den 100%igen gerade Auslauf, wie man heute kennt von den modernen Porsches. Aber es ist schon ein richtiger Porsche. Also man hat sofort dieses Gefühl, da ist dann ein großer Sprung gewesen vom Porsche 356 zum 911er. Und zu der Zeit gab es ja den Wagen schon 7 Jahre hier. Also zumindest das Modell 911. Aber so vom Fahren hier, was ich ja klasse finde, diese ganzen originalen Armaturen, die sind so ein bisschen angegilbt, aber das sind die ersten. Und sie sind alle nicht zerstört, nicht kaputt, alle in einem wunderschönen Zustand, in einem schönen Originalzustand. Wie gesagt, bis auf den Tachometer, der ist neu. Also fahren tut sich das Auto toll. Und wir werden jetzt gleich mal anhalten, oben auf der Ratzinger Höhe. Dann zeige ich euch mal im Detail, wie erstklassig dieses Auto ist. Denn normalerweise 911er gibt es ja eine Menge, auch gerade von dem Modell. Das wäre jetzt gar nichts Besonderes. Aber so ein 911er im Originalzustand, ein Auto, was nach 50 Jahren sich vollkommen original zeigt, das ist was Außergewöhnliches. Und ihr wisst ja, wir machen immer Raritäten und deswegen haben wir auch den Wagen. Das ist auch wieder eine absolute Rarität. Aber jetzt ist er ein bisschen warm, der zieht richtig ab. Also das Ding kannst richtig fahren wie ein Porsche, aber man fährt einen Porsche, der halt 50 Jahre alt ist. Und ihr wisst ja selber, die Porsche-Leute sind ja sehr, sehr pingelig. Da heißt es immer gleich, Erstlack, ist er nachlackiert und sowas kann man ja oft gar nicht liefern. Hier können wir das. Jeder Porsche-Freak kann um das Auto herumlaufen und er wird feststellen, von der Schaltung bis zur Antenne, zum Radio, zum ersten Lack, das Auto ist vollständig original. Also das ist wirklich toll, man riecht das auch so ein bisschen, so wie diese alten Porsche früher rochen, das kenne ich ja noch. Wenn ihr da mal alles neu reingebaut habt, ist der Witz natürlich weg. Und das Tolle ist, der Wagen ist wirklich vollständig dokumentiert vom Tag 1. Also 1971 ist er ja gebaut worden und seit dieser Zeit ist er dokumentiert. Das finde ich natürlich wirklich fantastisch. So, jetzt fahren wir mal wieder auf unsere schöne Wiese hier, weil da steht das Auto so toll in der Natur. Und dann könnt ihr euch den Wagen mal angucken, da gehen wir mal drum herum. Heizung hier unten, es funktioniert doch alles. Hier kann man einstellen, die Heizungsanlage, hier auch Heizungshebelchen. Da das Bäckerradio, schaut mal hier, Antenne funktioniert, geht hoch, Musik spielt da auch, das Originalradio, also es ist wirklich toll. Also sowas macht mir richtig Spaß. Da habe ich richtig einen Urahn, der sich noch so darstellt, wie er seinerzeit zur Welt gekommen ist.
Das ist wirklich toll. So, jetzt steigen wir mal aus. Hier die Lampen, die werden normalerweise neu bestellt. Im Teilehandel hat man tolle neue Lampen. Das sind die Originallampen, die sind fein säuberlich ausgebaut worden, restauriert worden und die Originalen sind wieder eingebaut worden. Und so zeigt sich das ganze Auto. Er hat hier vorne ein bisschen Steinschlag, könnt ihr sehen. Das muss man so lassen. Es ist der erste Lack. Hier ist das Originallogo von Porsche. Man merkt, dass das ein bisschen gealtert ist. Aber dieser Charme, den dieses Fahrzeug hat, finde ich einmalig. Der ist komplett im ersten Lack. Der Wagen ist rostfrei. Das Auto ist ungeschweißt. Hat eine komplett tolle Historie und ich finde den einmalig. Der hat eine so tolle Ausstrahlung. Also wenn der jetzt lackiert wäre und das wäre da alles perfekt, ich meine, das ist ja genau genommen perfekt. Der hat ja überhaupt nichts, auch die Original-Nebellampen da unten, die Stoßstangenhörner, das sind die richtigen, nicht aus dem Teilehandel, das sind die Originalen, sind da immer noch dran. Also so einen Wagen gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, 911er im Originallack, ich weiß gar nicht, wann ich das mal gesehen habe. Und zwar vollständig. Das könnt ihr hier sehen. Auch der ganze Chrom an dem Auto, der ist wirklich wie neu. Und hier am Spaltmaß könnt ihr sehen, noch nie was gemacht. Seht ihr diese ganz kleine Stelle, wo mal gegengeschlagen wurde? Das kann man tupfen, dann ist die wieder weg. Aber es ist halt eben alles original. Das ist komplett erster Lack. Auch wenn man hier hinten rumgeht. Übrigens, man kann dieses Fahrzeug, den 911T, T steht ja für Touring, daran erkennen, dass er silberne Schriftzüge hat. Und was das Spannende ist an dem Auto, und das zeige ich euch jetzt mal. Ich mache mal ganz kurz hinten auf die Motorhaube. Ich ziehe das mal. Das ist wirklich faszinierend. Wenn ihr jetzt hier runter guckt, schaut euch das mal an. Alles neu. Das ist ein neuer Motor, aber eine 2,2 S-Maschine mit ca. 170 PS. Der Eigentümer wollte halt, wenn er fährt, richtig Kraft haben. Das hat dieses Auto. Es ist von einem deutschen, sehr renommierten Spezialbetrieb gemacht worden, mit Rechnung mit allem. Und die Originalmaschine, die dann Matching Numbers ausmachen würde, das ist dabei. Das heißt, da gibt es also zwei Motoren, einmal den da eingebaut ist und dann auch den Originalen. Also wirklich hochinteressant. Den Original hat das Auto 125 PS gehabt. Aber so ein Auto in dieser irren Farbe, ich finde, der strahlt ja richtig. Übrigens hinten noch die das original italienische Nummernschild haben wir noch dran gelassen. Also ich finde, der Wagen ist irre, auch mit den schönen Chromhörnern. Also hier ist nichts erneuert, es ist alles alt und original. Das sieht man unten an den Chromleisten, hinten an den Chromleisten an der Stoßstange. Die Dame ist glücklicherweise auch nirgendwo gegengefahren. Das ist alles echt super. Es hätte ja leicht mal sein können, dass man irgendwo was touchiert, wenn man aus der Garage fährt oder sonst was. Nicht der Fall. Also ich habe noch nie so einen originalen Porsche gehabt, jedenfalls nicht beim 911er. Die sind alle restauriert, davon gibt es ja viele, aber ein ganz originales Auto, ich weiß keinen zweiten. So, ich zeige euch mal vorne, ich mache mal vorne kurz die Haube auf. Hier drin die Original-Werkzeugtasche könnt ihr sehen. Dann, wenn man hier unten drunter guckt, auch alles vollkommen original. Da könnt ihr das sehen. Also das Auto ist wirklich wie ein Jahreswagen. Das gilt für beide Seiten, linker Kotflügel, rechter Kotflügel. Das Auto ist neuwertig. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ganz ehrlich, in einer solchen Qualität ist nicht zu fassen. Aber gut, klar, in Italien gibt es kein Salz und wenn das immer nur im Sommer bewegt wurde in Italien, sonst in einer tollen Garage gestanden hat und so muss das gewesen sein. Damals hat das Auto ja Jahrzehnte gehabt, dann kommt so ein Zustand dabei raus. Übrigens interessant, genauso gut erhalten ist das Original OSE Manutenzione, ich kann kein Italienisch, heißt Betriebsanleitung auf jeden Fall, die originale italienische Betriebsanleitung. Und hier hat mir der jetzige Eigentümer gesagt, der übrigens das Auto 10 Jahre hat er im Teppichboden gefunden. Das ist ganz offensichtlich eine Haarklammer, die die Dame, die Vorbesitzerin, da verloren hat, hat er mit reingesteckt. Also das Auto ist wirklich mit ganz liebevollen Details garniert. Er hat übrigens eine neue Bremsanlage bekommen, neue Kupplung bekommen. Also die Technik, die ist vollständig per Rechnung revidiert worden bei einem deutschen Spezialbetrieb, bei einem Porsche-Betrieb. Alles noch die Original-Türverkleidung, da ist überhaupt nichts kaputt. So hat das 1971 das Porsche-Werk in Zuffenhausen verlassen. Die Sitze, die sind nicht durchgesessen. Ich bin da gerade gefahren damit. Das ist Original Sky, hieß das damals, war natürlich kein Leder. Die Teppichböden sind die Originalen. Ich weiß es vom Eigentümer, die hat er akribisch gereint. Die hätte ja neue reintun können. Die waren ein bisschen vergilbt, weil da Sand wohl drin war. Das ist alles rausgemacht worden. Schaut mal hier
ins Innere der Türen. Also das ist ja auch alles neuwertig und da ist nie Hand angelegt worden. Das ist alles noch original. Das gleiche gilt für das gesamte Armaturenbrett, für die schönen Armaturen, für dieses tolle Lenkrad. Das ist nicht kaputt, das ist das Originallenkrad. Es ist alles noch da, wie es seinerzeit das Band verlassen hat, im Jahr 1971. Es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Soll ich jetzt mal runterfahren? Ja? Also liebe Freunde, das ist einer der schönsten Porsche Oldtimer, die ich jemals gefahren bin. Völlig authentisch, total original. Und das Tolle ist, der hat auch richtig Kraft. Das Ding geht richtig los. Tolles Auto, ist meine absolute Empfehlung. Also wenn der 911er aus der Zeit, dann das Auto. So, mal die 170 PS noch mal fliegen lassen. Ja, also fahren, toll. Der beschleunigt richtig schön durch. Das Auto zieht toll ab. Kann man richtig sportlich fahren. Also wenn man denkt, dass der 50 Jahre alt ist, da kenne ich eine ganze Menge Automarken aus der damaligen Zeit, die waren nicht so sportiv. Wirklich toll. Wirklich toll. Macht Spaß, den Wagen zu fahren. Was natürlich ein bisschen unterschiedlich ist zu heute, man merkt, dass er noch nicht den 100%igen gerade Auslauf hat wie heute. Also das haben die Porsche-Leute damals noch nicht so drauf gehabt. Aber warum auch? Ist ja immerhin 50 Jahre her. Aber er zieht hier richtig los. Also sportlich fahren kann man mit dem Auto. Und man spürt hier auch die 170 PS. Oh ja. Ja, ein richtiger Sportwagen. Also das muss man wirklich sagen. Richtiges Sportgerät. Übrigens so richtig ab 3.500 Touren, da passiert was. Ah ja, das ist Porsche. Porsche lässt grüßen. Das ist Porsche. So kennt man Porsche. Und dann in so einem tollen Oldtimer, der nicht restauriert ist, wo man weiß, der ist original. Also es gibt doch nichts Schöneres, als man das genauso erlebt wie 1971. Genauso überleben wir das nämlich gerade hier. Guck mal, der zieht super durch hier. Ja, schöner Wagen. Ein richtig tolles, ehrliches Auto. Ein tolles, ehrliches Auto. Und das Gefühl im Porsche, das hat man hier genauso vor 50 Jahren schon gehabt, wie es das auch heute gibt, wenn man Porsche fährt. Also Porsche ist dem treu geblieben, hat das alles beibehalten. Das Konzept ist das gleiche und das spürt man, wenn man diesen Wagen fährt. Hier, man spürt das einfach. Der Besitzer hat übrigens eine sehr schöne große Porsche-Sammlung, hat mir aber gesagt, ich kenne ihn, also wir haben ihm auch schon Autos verkauft. Er ist extrem pingelig und die kleinste Kleinigkeit stört ihn. Und das ist das Tolle bei dem Auto. Man hat hier die Gewissheit, dass man wirklich ein erstklassiges Fahrzeug kauft. Also wir bieten ihn an für 128.500 zusätzlich oder inklusive dieses zweiten Motors, der Originalmaschine, die auch in Ordnung ist. Also dafür ist das Auto hochinteressant, weil mir würde jetzt nicht einfallen, was man hier investieren kann. Man kriegt einen ganz tollen originalen Porsche, wo ihr alles mitmachen könnt. Und auf jeder Veranstaltung, bei jedem Clubtreffen, egal wo ihr seid, über das Auto kann niemand meckern, weil der ist vollkommen original. Und da soll euch erstmal einer ein besseres Auto zeigen. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird, weil so viele tolle originale Autos gibt es nämlich nicht. Die meisten sind restauriert. Hoppla, die meisten sind zu tief eben angefahren. Die meisten sind restauriert. Und es gibt nur ganz wenige Restaurateure, die es toll machen können. Und selbst wenn er 100%ig perfekt gemacht ist, der Charme von einem originalen Auto ist unwiederbringlich. Der ist dann weg. Das kriegt man nicht. Und deswegen mein Ding, Cargold, automobile Raritäten, Autos, die wirklich Raritäten sind, das mache ich. Und am allerliebsten mir persönlich sind Originalautos. Weil Original ist Original, so sind die mal konstruiert und gebaut worden. So haben sie das Band verlassen.
Und wenn so ein Auto 50 Jahre lang so behütet und gepflegt war, dass er so aussieht, es gibt nichts Besseres. Wenn ihr sowas mal habt oder davon hört, ruft mich an. Das gilt für alle bedeutenden Marken, Original des Original. Da sind wir bereit, interessante Preise für zu bezahlen. Habe ich ganz großes Interesse dran und da gibt es immer Käufer für. Ja, in dem Sinne, hat mich gefreut, euch wieder mal mitzunehmen, euch als Beifahrer zu haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, bleibt schön gesund, euer Stefan Luftschitz. Ciao.